In diesem Video beschäftigen wir uns damit, wie man die richtige Integrationsmethode findet, um ein Integral zu berechnen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der partiellen Integration, wobei wir aber bei jedem hier zu sehenden Integral das vollständige Ablaufschema zum Finden einer geeigneten Integrationsmethode anwenden werden. Wir ziehen dabei nur solche Methoden in Betracht, die wir bereits kennengelernt haben. Konkret sind das die Grundintegrale, die lineare Substitution, die Substitution durch Elimination der Ableitung sowie die partielle Integration. Starten wir also mit Integral a. Offensichtlich handelt es sich hier nicht um ein Grundintegral, das wir mit Hilfe einer Tabelle lösen könnten. Es kommt auch kein linearer Ausdruck vor, sodass lineare Substitution ebenfalls nicht in Betracht kommt. Die Anwendung der Substitutionsmethode Elimination der Ableitung entfällt ebenfalls, da der Integrand weder ein Produkt noch ein Quotient ist, und nach unserem aktuellen Kenntnisstand bleibt damit nur noch zu untersuchen, ob eine der 4 Szenarien der partiellen Integration hier weiterhilft. Die Formel der partiellen Integration sehen wir hier auf der rechten Seite und darunter das Integral aus Aufgabenteil a, das wir berechnen möchten. Beginnen wir mit der ersten Methode der partiellen Integration, nämlich der Faktorelimination. Da x hoch n, also zum Beispiel x, x² oder x hoch 3, nicht als Faktor im Integranden vorkommt, entfällt diese Möglichkeit. Die zweite Methode, die wir kennengelernt haben, war die Methode Phoenix. Diese Methode führt in der Regel dann zum Erfolg, wenn der Integrand ein Produkt aus Funktionen ist, die nach ein- oder mehrmaligen Ableiten erneut der ursprünglichen Funktion entsprechen, wie es beispielsweise bei der Sinus- oder der Exponentialfunktion der Fall ist. Dies trifft auf den Integranten hier nicht zu, sodass auch die Methode Phoenix hier nicht anwendbar ist. Versuchen wir es also mit der dritten Methode, Versuch macht klug. Auch bei dieser Methode geht man davon aus, dass der Integrand ein Produkt zweier nicht konstanter Funktionen ist, was in unserem Fall nicht zutrifft, sodass auch Versuch macht klug nicht anwendbar ist. Damit bleibt nur die letzte Methode der partiellen Integration, nämlich die Integration der 1, auszuprobieren. Dazu schreiben wir den Integranten um in Logarithmus von 2 mal x hoch 3 mal 1, wie es bei der Methode Integration der 1 üblich ist. Mit Blick auf die Formel zur partiellen Integration setzen wir f von x gleich ln von 2 mal x hoch 3 und g' von x gleich 1. Die linke Seite der Formel zur partiellen Integration haben wir damit identifiziert. Durch die Festlegung der Funktion f von x gleich ln von 2x hoch 3 und g' von x gleich 1 können wir die rechte Seite der Formel zur partiellen Integration jetzt für unser Beispiel nutzen und erhalten ln von 2x hoch 3 mal x als Produkt von f von x und g von x sowie Minusintegral von 6x² geteilt durch 2x hoch 3, was die Ableitung von f von x ist, die wir mit Hilfe der Kettenregel bestimmt haben, mal x, was wieder der Funktion g von x entspricht. Die weitere Rechnung ist nicht schwer. Am Ausdruck vor dem Integral ändert sich nichts mehr, während sich der Ausdruck unter dem Integral so weit kürzen lässt, dass nur noch die Konstante 3 übrig bleibt. Eine Stammfunktion von 3, das wissen wir, ist 3x, sodass wir als Endergebnis ln von 2 mal x hoch 3 mal x minus 3x plus c
mit einer reellen Konstanten c erhalten. Partielle Integration und hier speziell die Integration der 1 hat also tatsächlich zum Erfolg geführt. Fahren wir fort mit Integral b. Offensichtlich handelt es sich nicht um ein Grundintegral, das wir mit Hilfe einer Tabelle lösen können. Es kommt auch kein linearer Ausdruck vor, das heißt auch lineare Substitution entfällt hier. Die Anwendung von Elimination der Ableitung entfällt ebenfalls, da der Integrand kein Produkt ist, dessen einer Faktor die Ableitung des anderen Faktors oder eines Teils des anderen Faktors entspricht. Nach unserem aktuellen Kenntnisstand bleibt also nur noch zu untersuchen, ob eine der 4 Methoden der partiellen Integration weiterhilft. Beginnen wir mit der ersten Methode, der Faktorelimination. Da x hoch n, also x oder x² oder x hoch 3 etc. nicht als Faktor im Integranden vorkommt, entfällt diese Möglichkeit. Probieren wir in Gedanken die zweite Methode der partiellen Integration, die Methode Phoenix. Diese führt in der Regel dann zum Ziel, wenn der Integrand ein Produkt aus Funktionen ist, die nach ein- oder mehrmaligen Ableiten erneut der ursprünglichen Funktion entsprechen. Im vorliegenden Beispiel trifft das auf die Sinusfunktion zu, denn zweimaliges Ableiten ergibt wieder die Sinusfunktion, beziehungsweise genauer ergibt sich minus Sinus von x, aber konstante Vorfaktoren wie hier minus 1 spielen keine Rolle, da sie einfach vor das Integral gezogen werden können. Der zweite Faktor, a Cosinus von x, verfügt allerdings leider nicht über periodisch wiederkehrende Ableitungen. Damit ist auch die Methode Phoenix nicht anwendbar. Versuchen wir es also mit der dritten Methode, Versuch macht klug. Schreiben wir uns dazu zunächst die Formel für die partielle Integration hin und darunter das zu lösende Integral aus Aufgabenteil b. Die Methode Versuch macht klug sagt so viel, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, wie wir f von x und g' von x wählen sollen, sodass wir die beiden in Frage kommenden Möglichkeiten einfach mal ausprobieren und schauen, ob eine davon weiterhilft, das heißt, ob sich ein einfacher zu berechnendes Integral ergibt. Wählen wir also als erstes f von x gleich Sinus x und g' von x gleich Arcus Sinus von x. Damit haben wir die linke Seite der Formel zur partiellen Integration identifiziert. Um die rechte Seite in der Hoffnung, dass, wie gesagt, sich ein einfacher zu integrierendes Integral ergibt, nutzen zu können, müssen wir f' von x und g von x berechnen. Die Ableitung von Sinus x ist Cosinus x, also f' von x ist gleich Cosinus x. Das haben wir damit bestimmt. Und zur Berechnung von g von x benötigen wir eine Stammfunktion von a Cosinus von x. Und das ist nicht ganz einfach. In dem Schema die 4 Methoden der partiellen Integration haben wir allerdings dazu die Methode Integration der 1 verwendet. Und nach etwas längerer Rechnung g von x gleich Wurzel aus 1 minus x² plus x mal a Cosinus von x als eine mögliche Stammfunktion erhalten. Einsetzen in die rechte Seite der Formel für die partielle Integration ergibt dann für unser Beispiel den gelb markierten Ausdruck. Und hier ist offensichtlich, dass das neu entstehende Integral nicht wirklich einfacher zu lösen ist. Wir befinden uns also auf dem Holzweg. Probieren wir es andersrum. Das heißt, wählen wir nun g' von x gleich Sinus x und f von x gleich a Cosinus von x. Eine Stammfunktion von g' lautet minus Cosinus von x und für die Ableitung von f von x gilt, f' von x ist gleich 1 geteilt durch Wurzel 1 minus x². Einsetzen in den rechten Teil der Formel zur partiellen Integration liefert
das gelb markierte Ergebnis. Und auch in diesem Fall ist das neu entstandene Integral nicht leichter lösbar, sodass wir das Integral mit der Methode Versuch macht klug ebenfalls nicht bestimmen können. Als letzte aktuell zur Verfügung stehende Möglichkeit bleibt noch die Integration der 1. Auch diese kommt hier leider nicht in Frage, denn es müsste f von x gleich Sinus von x mal Arcus-Sinus von x gesetzt werden. Und die Ableitung hiervon ergibt noch einen viel komplizierteren Integranten des neu entstehenden Integrals. Das heißt, mit den zurzeit zur Verfügung stehenden Mitteln können wir das Integral b nicht lösen. Kommen wir daher nun zum Integral in Aufgabenteil c. Offensichtlich ist auch das kein Grundintegral. Lineare Substitution kommt ebenfalls nicht in Betracht, weil es nichts Lineares zu substituieren gibt. Und Elimination der Ableitung scheidet ebenfalls aus, weil x nicht die Ableitung von Arcus-Tangens von x ist und umgekehrt Arcus-Tangens von x auch nicht die Ableitung von x. Bleiben also nur wieder unsere 4 Methoden der partiellen Integration als nach dem aktuellen Kenntnisstand letzte Möglichkeiten, das Integral zu lösen. Zunächst könnte man überlegen, ob es mit der Faktorelimination klappt, um den Faktor x auszulöschen. Das gelingt zwar, das heißt x können wir auslöschen, allerdings benötigen wir dann eine Stammfunktion von Arcus-Tangens von x, die anschließend zu integrieren ist. Das ist allerdings aussichtslos und damit scheidet Faktorelimination ebenso aus wie die Methode Phoenix, für die wir 2 Faktoren mit periodisch wiederkehrenden Ableitungen benötigen, was hier nicht gegeben ist. Und auch Integration der 1 kommt nicht in Betracht, bleibt also nur Versuch macht klug als letzte bisher bekannte Chance, doch noch Fortschritte beim Lösen des Integrals zu machen. Dazu setzen wir als erstes g' von x gleich x und f von x gleich Arcus-Tangens von x. Denn durch die umgekehrte Wahl von g' und f würde sich die Faktorelimination ergeben und die haben wir ja bereits ausgeschlossen. Um nun die rechte Seite der partiellen Integration mit der Hoffnung, ein einfacher zu integrierendes Integral zu erhalten, verwenden zu können, müssen wir f' von x und g von x berechnen, was nicht kompliziert ist, weil es sich in beiden Fällen um Grundfunktionen handelt. Es gilt, f' von x ist gleich 1 geteilt durch 1 plus x² und g von x ist gleich 1/2 mal x². Einsetzen ergibt als rechte Seite der Formel zur partiellen Integration Arcus-Tangens von x mal 1/2 mal x² minus dem Integral von 1 geteilt durch 1 plus x² mal 1/2 mal x² dx, was wir zu dem gelb markierten Ausdruck zusammenfassen können. Die entscheidende Frage lautet nun, ob das neue Integral einfacher zu lösen ist, beziehungsweise ob es überhaupt zu lösen ist. Die Antwort lautet in beiden Fällen ja. Allerdings ist eine Methode erforderlich, die wir bislang noch nicht kennengelernt haben, nämlich die Integration rationaler Funktionen. Darauf gehen wir an dieser Stelle noch nicht näher ein, sondern geben das Endergebnis an, das sich, so viel sei gesagt, durch die eben genannte Methode recht schnell bestimmen lässt. Damit ist das Integral mit bisher bekannten Methoden noch nicht lösbar, kann aber für die Lösung durch Integration rationaler Funktionen vorbereitet werden. Als nächstes widmen wir uns dem Integral in Aufgabenteil D. Gehen wir wieder die uns bislang bekannten Integrationstechniken durch. Offenbar handelt es sich wieder nicht um ein Grundintegral. Lineare Substitution kommt ebenso wenig in Frage wie Elimination der Ableitung. Also
bleibt nur partielle Integration als letzte zurzeit bekannte Möglichkeit übrig. Da es sich bei dem Integranten, also bei Cosinus von ln x, um kein Produkt zweier Funktionen handelt, kommt von den 4 Methoden der partiellen Integration nur die Integration der 1 in Betracht. Schauen wir uns das also einmal genauer an. Dazu notieren wir zunächst wieder die Formel der partiellen Integration und darunter das zu lösende Integral. Wir setzen f von x gleich Cosinus von ln x und, wie üblich, g' von x gleich 1 und erhalten durch partielle Integration Cosinus von ln x mal x, was auf der rechten Seite der Formel zur partiellen Integration dem Ausdruck f von x mal g von x entspricht, minus Integral von Sinus von ln x geteilt durch x, was der Ableitung von f von x, also f' von x entspricht, deren Berechnung mit Hilfe der Kettenregel erfolgt, mal x, was dem g von x entspricht. Zusammenfassend ergibt sich das gelb markierte Zwischenergebnis. Als nun zu lösendes Integral erhalten wir also Integral von Sinus von ln x dx. Die Frage ist, haben wir dadurch etwas gewonnen? Schauen wir daher etwas genauer hin. Die Berechnung des ursprünglichen Integrals von Cosinus von ln x dx haben wir ersetzt durch die Berechnung des Integrals von Sinus von ln x dx. Kann es vielleicht sein, dass eine erneute Integration der 1 wieder das ursprüngliche Integral liefert, das sich dann analog zur Methode Phoenix geeignet zusammenfassen lässt? Probieren wir das aus. Um etwas Platz zu sparen, blenden wir die schon durchgeführten Zwischenschritte aus und gehen analog wie eben vor. Das heißt, wir setzen f von x gleich Sinus von ln x und g' von x gleich 1. Durch eine völlig analoge Rechnung wie eben erhalten wir als nächstes Zwischenergebnis Cosinus von ln von x mal x plus Sinus von ln x mal x minus Integral von Cosinus von ln von x dx. Tatsächlich taucht also das zu lösende Integral auf der linken Seite wie ein Phönix nun auch auf der rechten Seite auf. Addieren wir also das Integral von Cosinus von ln x dx auf beiden Seiten der Gleichung, dann erhalten wir es links zweimal und rechts fällt es wegen des negativen Vorzeichens weg. Das heißt, es ergibt sich zweimal Integral von Cosinus von ln x dx ist gleich Cosinus von ln x mal x plus Sinus von ln x mal x. Und durch Division durch 2 erhalten wir das gelb markierte Ergebnis. Da es sich um ein unbestimmtes Integral handelt, ergänzen wir das Ergebnis wie üblich noch um eine reelle Konstante c. Das vorliegende Integral lässt sich also mit den uns bekannten Methoden berechnen, wobei wir diesmal sehr, sehr wachsam sein mussten und uns nicht auf Schemata verlassen konnten. Weiter geht's mit Aufgabenteil E. Können Sie sich bereits denken, mit welcher Methode das Integral berechnet werden kann? Schauen wir uns die Faktoren einmal genauer an. Der erste Faktor lautet a von x gleich Sinus Hyperbolicus von 5x. Die ersten beiden Ableitungen lauten, jeweils nach Anwendung der Kettenregel, a' von x ist gleich 5 mal Cosinus Hyperbolicus von 5x, beziehungsweise a2' von x ist gleich 25 mal Sinus Hyperbolicus von x. Das entspricht aber gerade 25 mal der Ausgangsfunktion, also 25 mal a von x. Und das bedeutet, dass die Ausgangsfunktion nach zweimaligem Ableiten wieder auftaucht, multipliziert mit einem konstanten Faktor. Analog verhält sich das mit dem zweiten Faktor b von x gleich e hoch 2x minus 4.
Dieser wird sogar bereits nach einmaligem Ableiten reproduziert, das heißt b' von x ist gleich 2 mal b von x. Insgesamt bedeutet dies, dass beide Faktoren a von x und b von x nach ein- oder mehrmaligen Ableiten wieder gleich a von x bzw. b von x sind, abgesehen von konstanten Faktoren. Und damit lässt sich die Methode Phoenix der partiellen Integration hier anwenden. Da uns partielle Integration inzwischen vertraut ist, rechnen wir die Lösung hier nicht mehr im Detail vor, sondern schauen uns die einzelnen Lösungsschritte an. Im ersten Schritt haben wir f von x und g' von x festgelegt. Bei der Methode Phoenix ist es egal, welcher der beiden Faktoren f von x und welcher als g' von x gewählt wird. Im nächsten Schritt haben wir die Formel zur partiellen Integration angewendet. Und im letzten Schritt haben wir die Ausdrücke nur noch etwas umgeformt bzw. übersichtlicher dargestellt. Halten wir diesen Zwischenschritt in der markierten Zeile fest, wobei wir die Zwischenschritte dorthin nun ausblenden. Darüber hinaus bezeichnen wir das Ausgangsintegral mit Groß I. Denn wir wissen, dass dieses Integral bei der Methode Phoenix wieder auf der rechten Seite auftauchen wird. Die Abkürzung des Integrals mit I erleichtert uns gleich das Zusammenfassen. Ferner haben wir eine weitere Abkürzung eingeführt, die uns Schreibarbeit sparen wird. Zur Vorbereitung der nächsten partiellen Integration setzen wir noch f von x gleich Cosinus Hyperbolicus von x und g' von x gleich e hoch 2x minus 4. Bei dieser anstehenden zweiten partiellen Integration ist es nicht egal, wie wir f von x und g' von x wählen. Im nächsten Schritt wird die partielle Integration durchgeführt. Anschließend werden die Terme geeignet zusammengefasst und wie zu erwarten, taucht das zu berechnende Integral nun auf beiden Seiten der Gleichung auf, nämlich einmal auf der linken Seite und 25 Mal auf der rechten Seite. Subtrahieren wir also 25 i auf beiden Seiten der Gleichung, so ergibt sich links minus 21 i und rechts h von x minus j von x. Um also eine Lösung für unser zu berechnendes Integral i zu erhalten, müssen wir beide Seiten der Gleichung durch minus 21 teilen und noch eine Integrationskonstante ergänzen, da es sich um ein unbestimmtes Integral handelt. Betrachten wir nun den letzten Aufgabenteil. Berechnet werden soll das Integral von Cosinus von x zum Quadrat mal e hoch x. Ein Grundintegral ist das offensichtlich nicht. Lineare Substitution ist ebenso wenig anwendbar wie Elimination der Ableitung und zum jetzigen Zeitpunkt bleibt uns also nur die partielle Integration als letzte Chance, das Integral mit den uns bekannten Methoden zu lösen. Integration der 1 entfällt, da wir bereits zwei Faktoren haben. Die Methode Phoenix entfällt ebenso, da Cosinus Quadrat von x nach ein- oder mehrmaligem Ableiten nicht wieder auftaucht. Faktorelimination entfällt auch, da x hoch n kein Faktor ist, bleibt also nur rumprobieren mit der Methode Versuch macht klug. Aber auch das können wir uns sparen, denn die Ableitung von Cosinus Quadrat von x ist komplexer als Cosinus Quadrat von x selbst. Und eine Stammfunktion lässt sich auch nicht leicht bestimmen. Folglich ist dieses Integral mit den bisher bekannten Methoden nicht zu lösen. An späterer Stelle werden wir sehen, dass sich Cosinus Quadrat von x mit Hilfe trigonometrischer Formeln so umschreiben lässt, dass nur noch Summen von Sinus- und Cosinus-Ausdrücken mit dem Exponenten 1 vorkommen. Und nach dieser Umformung
lässt sich das Integral durch partielle Integration lösen. Da wir jetzt noch nicht so weit sind, verzichten wir an dieser Stelle darauf.